Kaum zu glauben, doch mittlerweile neigt sich bereits die 3. Woche meines großen Do-it-yourself-Projektes zum 5-jährigen Jubiläum von Falthaus zu Ende. Wie man wahrscheinlich hören kann, ist meine Stimme noch leicht angeschlagen, da die diesjährige Grippewelle in den letzten Tagen ein Familienmitglied nach dem anderen mit Fieber und Husten außer Gefecht gesetzt hat. Mich selbst hat es diesmal zum Glück nicht ganz so schlimm erwischt. Bevor ich euch allerdings auf den neuesten Stand bringe, was die Faltkarawanhalle anbelangt, noch ein kleiner Nachtrag zum letzten Video. Da haben mich nämlich einige aufmerksame Zuschauer in den Kommentaren freundlich darauf hingewiesen, dass man elektrische Geräte wie Handkreissägen aus Sicherheitsgründen nicht mit Handschuhen bedienen sollte. Dies war mir als Handwerker-Neuling tatsächlich nicht bewusst, darum wollte ich das Ganze an dieser Stelle nochmals thematisieren, damit ihr bei euren Projekten nicht denselben Fehler macht. Zum Glück ist meine kleine Handkreissäge bereits so gebaut, dass es für mich nicht möglich gewesen wäre, die Handschuhe und Finger in irgendeiner Form in die Säge zu halten, was bei größeren Modellen allerdings durchaus möglich ist. Aber auch ich gehe bei solchen Sachen natürlich lieber auf Nummer sicher und habe in der Zwischenzeit die Detailarbeiten zwischen Stahlträgern und Holzplatten bereits gänzlich ohne potenziell gefährliche Handschuhe erledigt. Daneben habe ich nun bereits 3 von insgesamt 5 Bahnen an Rasenteppich in der Halle ausgelegt, akklimatisiert und anschließend passend genau zugeschnitten. Ich muss gestehen, dass sich das Laufen auf diesem Teppich unheimlich zufriedenstellend anfühlt und kein Vergleich sowohl zum Beton als auch dem Holzboden darstellt. Zudem scheint das Ganze in der Praxis tatsächlich so gut auszusehen, wie ich mir dies letztes Jahr in der Theorie vorgestellt habe. Der Rest des Holzbodens und die verbleibenden 2 Bahnen Rasenteppich können dann hoffentlich nächste Woche auch noch verlegt und schlussendlich noch fixiert werden, um das Thema Boden endgültig abschließen zu können. Doch wie bereits im letzten Video erwähnt, nimmt der Abtransport des ehemaligen Hochregallagers etwas mehr Zeit in Anspruch als in anderen Hallen, aber mehr dazu gegen Ende dieses Videos. Denn da die ersten beiden Teppiche mittlerweile komplett ausgelegt sind, konnte ich endlich das kleine Lager in der Faltkarawanhalle in Angriff nehmen, damit ich unter anderem all mein Videoequipment und Teile unseres Faltkarawan-Setups ordentlich verstauen kann. Zu diesem Zweck habe ich mir 2 große Regale und fürs erste 2 Duschvorhänge mit entsprechenden Stangen als Sichtschutz von IKEA besorgt. Denn auch ich verfüge nur über ein begrenztes Budget, oder weshalb dachtet ihr wohl, dass ich alle Arbeiten, welche ich mir als Handwerker-Neuling selbst zutraue, sprich alles außer Elektro- und Wasserinstallationen, tatsächlich selber mache? Apropos, einige von euch haben mich nach dem letzten Video angefragt, ob es auch möglich ist, mich und mein Projekt finanziell zu unterstützen. Ich habe deshalb nun bei PayPal eine entsprechende Spendenfunktion eingerichtet, welche sowohl einmalige als auch wiederkehrende Spenden erlaubt. Zum einen ist dieses Projekt erst der Anfang für 2025, denn ich habe noch so einige Dinge vor, welche Zeit und Geld fressen und über die sich bestehende wie auch künftige Faltkarawanbesitzer definitiv freuen werden. Und andererseits ist bei uns zu Hause diese Woche völlig unerwartet auch noch der Boiler ausgestiegen, weshalb ich nicht nur ein paar Tage lang kalt duschen musste, sondern ein Teil des eigentlich für Falthaus beiseite gelegten Budgets nun für einen neuen Boiler genutzt werden muss. Sprich, jeder Cent respektive jeder Rappen, welcher dank euch via PayPal eintrudelt, unterstützt mich und alle aktuellen wie auch künftigen Falthausprojekte natürlich ungemein. Den entsprechenden Link findet ihr sowohl hier oben als auch unten in der Videobeschreibung. Das kleine Lager ist nun fürs Erste eingerichtet, wobei der Sichtschutz später dann noch durch passendere Stoffvorhänge ersetzt wird. Und bevor sich die nächsten Profi-Handwerker wieder in den Kommentaren beschweren, ja, die Regale sind aktuell noch nicht an der Wand fixiert respektive gesichert. Dies liegt allerdings daran, dass die Positionierung noch nicht final ist und ich je nachdem noch eine Erweiterung dazwischen hinzufüge. Sobald dann alles final am richtigen Ort steht, werden dann auch die Sicherungen fachgerecht montiert. Bis dahin nutze ich nur die unteren Etagen, damit die Sachen nicht in der Halle herumliegen und beim Bauen immer wieder herumgeschoben werden müssen. Das letzte Fleckchen freier Lagerboden ist mittlerweile auch schon fast fertig geräumt, so dass ich den Boden voraussichtlich nächste Woche abschließen kann, während parallel dazu hoffentlich bereits die ersten Zeltanhänger einziehen können. Passend dazu möchte ich dieses Video für einmal mit einem echten Cliffhanger beenden, denn alle größeren Sachen, welche in die Halle hinein oder aus der Halle heraus transportiert werden, müssen im wahrsten Sinne des Wortes über eine 6 Meter tiefe Klippe. Wie das Ganze dann am Ende in der Praxis aussieht, kann ich euch vielleicht schon nächste Woche endlich auch in Videoform zeigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!